Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar versuchen wir jetzt mal an dieser Winterlandschaft. Ich habe die aus einer Mischung aus Aquarellfarben und Buntstiften und den Neocolors gemalt. Ihr könnt natürlich das so abändern, wie ihr möchtet, dass ihr vielleicht nur mit Aquarellfarben malt oder dann nur noch mit Buntstiften ergänzt, je nachdem, was ihr eben zu Hause habt. Und ich habe mir überlegt, ich würde mein kleines Sketchbook hier als Vorlage quasi nehmen und dann aber hier in meinem großen Sketchbook so kleine Quadrate anfangen. Vielleicht können wir dann irgendwann mal eine ganze Doppelseite zusammen mit so kleinen Landschaften füllen. Ich habe hier noch ein paar in petto, die wir zusammen malen können. Genau, also viel mehr braucht ihr eigentlich nicht. Das einzig Besondere ist, dass ich dieses Bild mit einem Flachpinsel gemalt habe. Geht natürlich genauso gut wie mit einem Rundpinsel. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, also bei einem Flachpinsel hat man nicht so die Kontrolle über so ganz ordentliche Formen. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ist auch vor allem für den Himmel am Anfang ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, das geht auf jeden Fall auch mit einem Rundpinsel. Das sind alle Sachen, die ihr braucht. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Mir hilft es immer total, dass ich am Anfang mir für diese Landschaften so einen kleinen Rahmen mit einem Aquarellbleistift zeichne, einfach damit ich ja, weiß, wo Schluss ist. Ihr könnt auch einen normalen Bleistift natürlich nehmen. Ich habe jetzt so einen, da verschwinden die Linien dann ein bisschen, wenn ihr drüber malt. Aber das ist ganz euch überlassen, wie ihr das macht. Ich würde auch hier so ein quadratisches Format nehmen, wie eben in meinem Sketchbook auch. Und was wir jetzt als erstes machen, ist, dass wir uns in diesem Quadrat einmal so ein paar Linien vorzeichnen, an denen wir uns orientieren können. Und der Rest wird dann relativ locker gehandhabt. Ihr kennt mich ja, so läuft's bei mir. Wir haben ungefähr auf der Hälfte hier von dem Quadrat die Horizontlinie, die können wir uns schon mal vorzeichnen. Und dann als nächstes kommt eben der Weg, der hier nach vorne ein bisschen breiter wird und auch ein bisschen, darf auch gerne ein bisschen ja, wie gezackt sein. Dann habe ich hier noch so eine kleine, ja, weiß ich nicht, eine Linie gemacht, wo dann eben wie eine Nische ist. Hier kommen die Bäume hin, die würde ich jetzt nicht extra vorzeichnen, hier auch. Und dann eben hier der Zaun, den würde ich auch nicht extra vorzeichnen. Also es sind wirklich nur diese paar Linien, die wir eben brauchen, um dann starten zu können. Wir fangen an, indem wir uns ein helles Blau und so einen Gelb-Orangeton mit Aquarellfarben anmischen. Ihr könnt entweder, so wie ich das hier gemacht habe, ich habe jetzt noch ein paar Reste auf der Palette tatsächlich, einen Blauton nehmen und den mit so einem Titanbuff oder einem Weiß anmischen oder einfach stark verwässern. Dann wascht ihr den Pinsel am besten einmal gut aus, um euer Gelb nochmal anzumischen. Auch hier habe ich noch ein paar Reste übrig. Vorsicht, sonst wird es grün. Auch beim Himmel müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, dass wir keinen grünen Himmel bekommen. Aber wir können da mit der Nass-in-Nass-Technik arbeiten. Und zwar würden wir erstmal nur mit Wasser uns den Himmel hier vormalen, nass machen. Ihr müsst es nicht quadratisch machen, der darf auch ruhig an den Seiten ein bisschen nach oben gehen. Jetzt sieht man gerade noch nichts, logischerweise. Und dann kommt ihr mit eurem Blauton hier erstmal rein. Nicht bis ganz nach unten. Der darf auch an manchen Stellen ein bisschen dunkler werden als an anderen. Dann wascht ihr euren Pinsel nochmal gut aus, schnappt euch euer Gelb und setzt das drunter und idealerweise
dadurch, dass wir das vorhin eben schon nass gemacht haben, verläuft das dann auf dem Papier ganz von alleine und ihr müsst gar nicht groß rummischen so, und ihr habt einfach einen schönen, weichen Verlauf. So, als nächstes, ich habe mal ein bisschen rangezoomt, würden wir uns an diese Schneeschatten machen. Also beim Schneemalen malen wir eigentlich gar nicht wirklich Schnee, sondern nur irgendwie die dunkleren Stellen und die Schatten und lassen den Rest weiß. Was eigentlich ganz praktisch ist, weil wir können machen, was wir wollen. Und es sieht irgendwie trotzdem ganz cool aus. Ich lege das mal hier, man sieht es vielleicht gar nicht so gut, hier daneben, damit ihr ein bisschen vergleichen könnt vielleicht, was ich mache. Ich nehme auch hier wieder meinen Blauton. Ich habe, also wie gesagt, die ganzen Reste auf der Palette könnt ihr natürlich auch nehmen, je nachdem wie hell oder dunkel ihr das haben möchtet. Und ich starte jetzt mal hier bei dem Weg und tupfe quasi erstmal nur so ein paar Linien hier hin und lasse eben zwischendurch einige Stellen einfach frei. Wir gehen ja auch nachher noch mit den Buntstiften bzw. mit den Neocolors da drüber. Das heißt erstmal ein bisschen weniger als mehr vielleicht tupfen. Dann haben wir noch ein bisschen Spielraum, um uns gleich an die Details zu machen. Was ich aber mit Aquarellfarben auf jeden Fall auch schon machen würde, ist, dass wir vorne, also da wo wir quasi näher dran sind am Motiv, ein paar dunklere Stellen reinsetzen. So. Und dann, wenn ihr möchtet, da ist jetzt nur noch Wasser drauf auf dem Pinsel, könnt ihr auch an ein paar Stellen einfach die harten Kanten, wenn die euch zu hart sind, so ein kleines bisschen verwässern. Genau. Viel mehr machen wir jetzt nicht. Der Rest ergänzt das Auge. Und je nachdem, wie ihr jetzt weitermacht, sind wir jetzt schon mit dem Teil Aquarell fertig. Und ich switche jetzt zu meinen Buntstiften. Ich zeige euch mal kurz, was ich hier habe. Und zwar habe ich zwei verschiedene Brauntöne. Da könnt ihr euch einen aussuchen, je nachdem, wie hell oder dunkel die Motive eben sein sollen. Ich habe für diesen Baum hier ein bisschen helleren Ton genommen, für den Zaun und die Bäume hier ein bisschen einen dunkleren. Dann einen Ockerton ist das, glaube ich, für diese Gräser und etwas schwarz für den Zaun, um da ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und ich würde auch tatsächlich mit dem Zaun anfangen. Also wir starten hier hinten mit den ganz kleinen Zaunpfählen und werden dann eben nach vorne immer ein bisschen größer. Die dürfen auch gerne ein bisschen schief und krumm sein. Dann sieht es ein bisschen natürlicher aus. Also wir arbeiten uns hier in so einer kleinen Kurve nach vorne, fast bis zur Ecke und lassen den Zaun dann so ein bisschen auslaufen gleich hier in den Rand. So, und was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach die Latten hier dazwischen ergänzen.
Genau. Die Bäume hier im Hintergrund, die habe ich mit der Pinselspitze, also quasi so einer Ecke hier, gezeichnet, getupft, muss man eher sagen. Also ich nehme mir ein bisschen Braun auf meinen Pinsel und tupfe dann mir hier so eine Baumgruppe hin. Also es sind wirklich nur Punkte und die ergänzen wir gleich noch mit ein paar Bleistiften, meinte ich schon, mit ein paar Buntstiftstrichen. Ihr könnt denen ja ungefähr die Form von Bäumen geben, aber ja, stresst euch da auf jeden Fall nicht zu dolle. Ich wechsle jetzt mal zu dem helleren Braunton für die Bäume hier links am Rand. Da starten wir mit einem Baumstamm und ergänzen dann erstmal die Äste. Auch da seid ihr wirklich frei, das so zu gestalten, wie ihr wollt. Der Baum ist auch nur angeschnitten hier im Bild. Lasst die Äste auch ruhig ein bisschen schief und krumm sein. Das sieht immer ganz süß aus, finde ich. Und hier vorne können wir noch einen anderen Baumstamm andeuten. Der verschwindet dann aber eigentlich quasi im Rand. Genau. Wir können auch hier hinten dann noch ein paar dunklere Flecken oder Striche hier dazugeben zu unserer Baumgruppe, wenn das Aquarell ein bisschen angetrocknet ist. Einfach für den Kontrast. Was ganz süß aussieht, finde ich, sind dann so kleine Stämme, je nachdem wie hoch oder tief ihr die Tupfer gemacht habt, könnt ihr das noch ergänzen. Und dann bin ich einmal ganz leicht hier über diese Horizontlinie gegangen, damit die sich noch ein kleines bisschen besser abhebt, auch so vom Himmel. So, und als nächstes gehen wir zu den Gräsern über. Dann nehme ich meinen hellen Buntstift oder alternativ könnt ihr natürlich auch einfach einen sehr dünnen Pinsel nehmen, mit dem ihr dann ein paar Gräser hier an den Wegesrand setzt. Und die dürfen auch wirklich in alle Richtungen gucken. Ein paar sind auch auf dem Weg drauf. Ich finde das persönlich einfacher mit einem Buntstift, weil ich mir da nicht so viele Gedanken machen muss, wie dünn die Linien werden. Das geht natürlich mit bestimmten Pinseln auch ganz gut, aber je nachdem hat man das ja nicht unbedingt zur Hand. Deshalb, ja, und es gibt auch noch mal eine andere Textur hier auf dem Bild mit einem Buntstift. Das finde ich eigentlich ganz schön. Hier an dieser Schneise setze ich auch noch mal ein paar Büschel hin. Und vielleicht noch mal einen hier so im Feld. Da könnten wir jetzt auch, je nachdem, was ihr da habt, noch mal mit einer ähnlichen Neocolor dazwischen gehen an ein paar Stellen. Oder ihr geht einfach noch mal in der zweiten Runde drüber und guckt, wo ihr noch Lücken habt, wo ihr denkt, ach, da könnte noch ein bisschen mehr Gras hier hervorspickeln. Und alternativ bzw. dazu nochmal auch einfach ein paar dunklere Gräser. Davon würde ich jetzt nicht so viele machen. Aber dann haben wir hier auch ein bisschen Abwechslung noch mit drin.
So, jetzt fehlt uns gar nicht mehr so viel. Ein kleiner, ja, Hack ist dieser Stift, den ich hier habe, den Neocolor. Die Farbe, die ist so schön eisig blau. Und Hack insofern, als dass ich jetzt hier auf den Zaun an ein paar Stellen wie so eine kleine Schneeschicht machen kann. Ihr habt vielleicht auch andere Wachsstifte oder einen Jelly Roll oder sowas, mit dem ihr das machen könnt und es dann einfach in weiß quasi ergänzt. Aber auch hier auf den Bäumen zum Beispiel das ein bisschen verschneit aussehen zu lassen. Dafür ist es wirklich irgendwie eine ganz coole Farbe und ich mag das gerne, dass das ein Blauton ist, der sich hier gut einfügt irgendwie ins Bild. Und mit diesem und ein bisschen dunkleren gehe ich jetzt einfach nochmal über die Stellen, die schon mit Aquarell da sind, drüber. Und ja, es ist so ein bisschen auch ein Gekritzel, was wir hier machen, um eben ein bisschen Kontrast hier reinzubringen. Es geht hier nicht darum, die Flächen nochmal komplett auszumalen, sondern um den Flächen noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ich fange hier mal mit dem helleren an. Das ist dann nicht ganz so auffällig quasi. Aber ich finde, das kommt schon gut irgendwie raus. Und mit dem dunkleren gehe ich auch noch mal an ein paar wenigeren Stellen drüber. Hier könnt ihr euch vielleicht auch an den Stellen orientieren, an denen wir vorher mit der Aquarellfarbe ein bisschen dunkler geworden sind. Also vor allem hier vorne. Vielleicht auch am Rand. So. Arg viel mehr würde ich tatsächlich gar nicht machen. Und dann können wir jetzt noch, je nachdem wie euer Himmel so aussieht, welchen Farbton der hat, ich glaube, ich bleibe bei dem helleren, können wir da auch noch mal ein bisschen Struktur reingeben. Da würde ich dem Pinselschwung der Richtung hier folgen. Und das noch mal ein bisschen verstärken. Selbes gilt für hier unten. Je nachdem, das geht natürlich auch mit Buntstiften oder auch noch mal mit Aquarell. Da müsst ihr dann nur, wenn ihr das mit Aquarell macht, ein bisschen aufpassen, dass das nicht verschwimmt, was schon eben auf dem Papier da ist. Ich gehe auch noch mit einem ganz kleinen bisschen Orange hier rein für die Sonnenuntergangsstimmung. Genau. Aber das war es im Prinzip schon. Ich finde das Format so cool, dass wir einfach in relativ kurzer Zeit so eine Landschaft machen können. Wir können hier noch das Datum dazu schreiben. Und vielleicht, wie gesagt, füllen wir den Rest ja auch noch auf. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Taggt mich auf jeden Fall, wenn ihr die hochladet und kommentiert mal unter dem Video, was ihr euch sonst noch für Landschaften wünscht. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.